Heute will ich dir von einem Fall berichten eines Mandanten, der ins Ausland umgezogen war und sich dann mit einem Steuerstrafverfahren seitens der deutschen Steuerbehörden konfrontiert sah. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Heute also hier ein sehr interessanter Fall. Vielfach können sich ja Mandanten und auch Interessenten, die auswandern wollen, nicht vorstellen, wie eigentlich hier das Finanzamt noch Ärger machen kann, wenn man einmal im Ausland ist. Man hat so das Gefühl, Hauptsache man ist weg, dann ist alles gut. Wer fragt da noch wirklich nach? Wie kann das Ganze überhaupt alles rauskommen? Wie kann das Finanzamt einem auf die Schliche kommen? Selbst wenn man alles richtig gemacht hat, wie sollte sich jemals hierfür interessieren? Heute will ich dir ein sehr interessantes Beispiel von einem Mandanten erzählen, eine echte Case Study, die sich so zugetragen hat vor einigen Jahren. Und ich hoffe, dass du daraus lernst, dich gut steuerlich beraten lässt und deinen Wegzug ins Ausland genau planst. Was war die Ausgangssituation? Nun, der Mandant hatte etliche Immobilien in Deutschland und hatte dazu eine GmbH gegründet, die sich hier um die Hausverwaltung dieser Unternehmen gekümmert hat. Die Hausverwaltung, wie du dir vorstellen kannst, hat keinen sehr hohen Umsatz und keinen sehr hohen Gewinn gemacht. Der Mandant ist dann nach Singapur umgezogen, also wirklich dorthin umgezogen und hat dann dort ein Unternehmen wiederum gegründet und dann schlicht und ergreifend die Hausverwaltungstätigkeiten von seinem deutschen Unternehmen, von seiner GmbH auf diese GmbH in Singapur übertragen. Wohlgemerkt, er war wirklich in Singapur vor Ort und hat wirklich von dort aus die Hausverwaltung gemacht. E-Mails geschrieben mit den Mietern. Wenn die Mieter ein Problem hatten, haben sie ihn angerufen. Also das Ganze wirklich von dort aus gemacht. Und nicht nur er selbst, er hatte dort auch einige Mitarbeiter auf Teilzeitbasis in Asien, die da für ihn tätig waren. So, jetzt muss man wissen, Singapur ist ja ein Abkommensstaat mit Deutschland. Das heißt, es gibt ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen beiden Ländern. Das ist in den meisten Fällen gut, aber gerade wenn es um Gesellschaften natürlich geht, kann es trickreich werden. Denn dann ist die sogenannte Betriebsstättenproblematik sehr viel virulenter als zum Beispiel bei einer Situation, wenn du in ein Land ohne DBA umziehst, wie zum Beispiel Dubai, wo es kein entsprechendes Abkommen gibt. Das heißt, wo Deutschland immer noch hier für sich sagen kann, dass die Betriebsstätte eines Unternehmens in Deutschland möglicherweise ist. Warum das hier relevant ist? Nun, das wird sich im Folgenden jetzt gleich ergeben. Es kam dann dazu, dass der Mandant hier mit einem Geschäftspartner in Deutschland einen Rechtsstreit hat. Dieser Geschäftspartner war Steuerberater und hat den Mandanten dann hier aus Rache bei den Finanzbehörden angezeigt, ohne guten Grund. Er hat einfach gesagt, hier, der Mandant ist ein Steuerhinterzieher und hinterzieht in Singapur Steuern. Und dann wurde tatsächlich ein Steuerstrafverfahren eröffnet. Nun, du könntest jetzt sagen, was ist hier eigentlich das Problem? Der Mandant hat ja wirklich in Singapur gewohnt. Er hat ja tatsächlich hier die Tätigkeiten ausgeführt. Er hat ja tatsächlich von dort gearbeitet, hatte dort tatsächlich Mitarbeiter, die hier in das Unternehmen involviert waren. Nun, es sind natürlich Themen, die wir hier auf diesem Kanal schon vielfach angesprochen haben. Zunächst mal haben wir hier Probleme hinsichtlich der deutschen GmbH. Thema Wegzugsteuer. Zweitens, dann haben wir die sogenannte Entstrickungsbesteuerung. Denn der Mandant hat ja tatsächlich hier Funktionen von Deutschland ins Ausland verlagert, ohne das entsprechend steuerlich korrekt in Deutschland zu regeln, weil er hier wahrscheinlich nicht gut genug beraten war von seinem deutschen Steuerberater. Das sind also beides Ansatzpunkte hier, wo das Finanzamt hier die Sache angehen kann und ihm hier einen Strick draus gehen kann. Es ging bei diesem Mandanten allerdings dann noch viel weiter. Man hat zunächst natürlich geprüft, ob der Mandant wirklich in Singapur war und das war ja auch der Fall. Das musste er dann nachweisen, das heißt über die üblichen Nachweise, Kreditkarten, Mietverträge und so weiter und so fort. Er konnte zeigen, er hat wirklich dort gelebt. Als nächstes ging es dann aber um die Gesellschaft. Also man wollte wissen, ob diese Gesellschaft in Singapur hier tatsächlich ein Unternehmen ist oder nur eine Briefkastengesellschaft. Man hat den Mandanten also danach gefragt, ob er für diese Gesellschaft ein wirkliches Büro hatte. Er hatte kein Büro, er hat von zu Hause aus gearbeitet. Die Gesellschaft war einfach hier
bei einem sogenannten Bürodienstleister domiziliert. Dort hat man auch einen Firmensekretär gestellt, aber es gab an diesem Ort weder ein Türschild, noch gab es da einen Raum, in dem man hätte arbeiten können, ein Büro, ein Sitzungszimmer oder was auch immer. Das Finanzamt hat also gesagt, es liegt keine feste Einrichtung vor. Es handelt sich also demnach um eine Briefkastengesellschaft. Wohlgemerkt, wie gesagt, gab es ja auch immer noch die Deutsche GmbH. Dort war auch der Mandant immer noch Geschäftsführer dieser deutschen GmbH. Und was das Finanzamt nun konstruiert hat, ist das Folgende. Das Finanzamt sagte, nun, diese Singapur-Gesellschaft hat keine wirkliche Betriebsstätte. Es handelt sich um eine funktionslose Gesellschaft, tatsächlich also um eine Briefkastengesellschaft. Das Finanzamt sagt im Grunde genommen nun, dass der Mandant weiterhin für seine deutsche Gesellschaft tätig ist, dass letztlich hier diese Tätigkeit in Singapur nur ein Ableger seiner deutschen Tätigkeit ist und dass daher die kompletten Umsätze und Gewinne nicht in Singapur zu versteuern sind, sondern in Deutschland. Und das, wohlgemerkt, obwohl der Mandant wirklich in Singapur gelebt hat, dort vor Ort gearbeitet hat, mit Mitarbeitern etc. pp., das musst du dir mal vorstellen. Man hat dem Mandanten dann einen Deal angeboten, dass das Steuerstrafverfahren eingestellt wird, wenn er sich darauf einlässt, dass die gesamten Umsätze nun in Deutschland versteuert werden, dass auch die gesamte Umsatzsteuer nachbezahlt wird. Dafür hat man ihm gesagt, er könne 85% seiner Reisekosten nach Singapur hier von der Steuer absetzen. Nun, der Mandant hat sich natürlich dann auf diesen Deal eingelassen. Es ist ja klar, ein solches Steuerstrafverfahren, das ist ziemlich viel Stress und es steht ja auch ziemlich viel im Raum. Und genau so ist es dann eben gekommen. Es war also richtig teuer für den Mandanten. Er musste nicht nur in Deutschland die Steuer nachzahlen, er hat auch das ganze Setup in Singapur bezahlen müssen. Dann hat er hier Anwälte beschäftigen müssen, Steuerberater, die hier die Kohlen für ihn aus dem Feuer holen. Also diese Auswanderung doch ein gigantisches Unterfangen, was mit hohen Kosten verbunden gewesen ist. Tatsächlich wäre er besser bedient gewesen, hätte er weiterhin in Deutschland gewohnt. So, was kannst du jetzt daraus lernen? Ich habe es vorhin schon angedeutet. Wenn du ins Ausland weggehst, dann ist es extrem wichtig, dass du den Wegzug korrekt planst. Dass du das, was du in Deutschland hast, Unternehmen, sage ich jetzt mal, Tätigkeiten, die in Deutschland ausgeübt werden, dass du das sauber abwickelst oder planst, wie das in Zukunft sein wird, wenn du im Ausland bist. Im Grunde genommen hätte der Mandant die Firma in Deutschland schließen müssen, hätte aber gegenüber dem Finanzamt erklären müssen, dass hier letztlich ein Wirtschaftsgut ins Ausland übertragen wird im Rahmen einer Funktionsverlagerung. Dafür hätte er dann Steuern in Deutschland bezahlen müssen im Rahmen der Entstrickungsbesteuerung. Sagen wir mal, diese Hausverwaltung macht 100.000 Euro Gewinn, dann hätte er angeben müssen, gut, diese 100.000 Euro Gewinn, dieses Wirtschaftsgut, was diesen Gewinn erwirtschaftet, transferiere ich jetzt ins Ausland. Was ist hier an steuerlichen Details zu beachten? Auch ganz schädlich natürlich war, dass er das Thema Wegzugsteuer nicht beachtet hat, dass er Geschäftsführer war, weiterhin der deutschen Gesellschaft. All das sind Dinge, die er natürlich hätte nicht machen dürfen. Dazu hätte er sich beraten müssen. Wichtig auch für dich zu verstehen, dass du die Risiken hier eines Steuerstrafverfahrens abschätzen kannst. In diesem Fall war es so, dass den Mandanten ein wütender Ex-Geschäftspartner angezeigt hat bei den Behörden. Wer könnten solche Personen in deinem Leben sein? Wir haben es schon oft erlebt, dass es im Grunde nahestehende Personen des Mandanten sind, die ihn hier zu Fall bringen. Eifersüchtige Ex-Ehefrauen oder auch Mitarbeiter des Mandanten, die ihm hier bös wollen, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen. Das sind die Dinge, wie sie rauskommen. Heute gibt es natürlich auch noch den automatischen Informationsaustausch. Auch dieser hier trägt sehr massiv dazu bei, dass solche Verfahren ans Licht kommen. Sehr oft sind es aber andere Personen, die hier über dein Setup wissen und dann denken, dass sie dir eins auswischen können, indem sie dich bei den Steuerbehörden anzeigen. Ein weiterer wichtiger Punkt, der extrem wichtig ist für dich zu verstehen. Du hörst ja vielfach im Internet immer solche Geschichten, wie einfach das alles ist. Ich meine, es gibt etliche YouTuber, die hier sagen, ich bin hier, weiß ich, vor 5 Jahren aus Deutschland weg, ich habe keine Steuern mehr in Deutschland bezahlt, mir war dann alles komplett egal, nach mir die Sintflut und so weiter und so fort. Mach es doch am besten genauso. Das ist sehr gefährlich, wenn du so denkst. Es ist sehr gefährlich zu meinen, dass du da unter dem Radar fliegst und dass da nichts rauskommt.
Du solltest dich so steuerlich beraten lassen von deinem Steuerberater oder Rechtsanwalt, dass alles überprüfbar ist. Möglicherweise fragst du vor deinem Wegzug um eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt, um genau solche Fälle zu vermeiden. Nicht immer bekommt man diese Auskunft. Oft sagt das Finanzamt auch, na ja, jetzt mach einfach mal und wirst dann hinterher schon sehen. Aber immerhin kannst du dann stets sagen, dass du ja im Vorfeld das Finanzamt hier gefragt hast. Also ich möchte dich dafür sensibilisieren, wie groß hier diese Risiken sind, selbst wenn du augenscheinlich alles richtig machst, wie der Mandant hier, der ja tatsächlich ausgewandert ist und tatsächlich aus dem Ausland gearbeitet hat, tatsächlich seinen deutschen Wohnsitz aufgegeben hat und eigentlich alles richtig gemacht hat, könnte man meinen. Auch muss man wissen, dass es Unterschiede gibt zwischen Abkommenstaaten und Nicht-Abkommensstaaten. Manchmal ist es tatsächlich so, dass es einfacher ist, wenn man in einen Nicht-Abkommensstaat zieht, weil Deutschland dann möglicherweise es einfacher hat, Gewinne noch weiter zu besteuern, was ja im Falle eines Doppelsteuerungsabkommens eingeschränkt ist. Denn wenn im neuen Wohnsitzland hier eine Betriebsstätte besteht, dann hat ja tatsächlich auch der neue Wohnsitzstaat das Recht, diese Gewinne zu besteuern. Auch hier, wie gesagt, lass dich beraten von deinem Steueranwalt oder von deinem Steuerberater, damit du solche Probleme tatsächlich verhindern kannst. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, wenn du planst auszuwandern und du willst es rechtssicher machen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Wegzügen zu beraten, wie sie steuerlich optimiert ins Ausland ziehen können. Wir arbeiten mit hervorragenden Steuerberatern und Steueranwälten in vielen Ländern, darunter Deutschland, zusammen, die dich hier im Rahmen deines Wegzugs rechtsverbindlich beraten können, die dir Gutachten schreiben können, die dir Legal Opinion schreiben können, die auch beim Finanzamt eine verbindliche Auskunft einholen können. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.